Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Histutorial, dem Geschichtstutorial des Deutschen Historischen Museums, das historische Fragen einfach einmal anders stellt. Mein Name ist Marc Fehlmann und unsere heutige Frage an die Geschichte lautet: Wie wird man über Nacht Milliardär? Von Silicon Valley bis in die Lofthinterhöfe Berlins lautet die Antwort darauf wohl unisono Start-up oder einfach nur eine App. Vor knapp 100 Jahren war es noch viel einfacher, zumindest auf dem Papier, Milliardär zu werden. Diese Banknote wurde am 1. November 1923 von der Deutschen Reichsbank gedruckt. Sie hat die Aufschrift 1 Billion Mark. 1 Billion, das sind 1000 Milliarden. Eine Zahl mit insgesamt 12 Nullen. Und eine Zahl, von der die Unternehmer heute nur träumen könnten, damals allerdings war es eher ein Albtraum. Denn als die Banknote gedruckt wurde, hatte die Inflation der Mark ihren dramatischen Höhepunkt erreicht. Von einer Inflation sprechen Ökonomen dann, wenn in einem Staat die Preise steigen und die Währung an Wert verliert. Und ein Laib Brot kostet dann schnell mal Millionen. Auch wenn die Vorstellung, mit einem Sack voll Geld ein Brötchen zu kaufen, irgendwie unterhaltsam ist, die Ursachen für die Inflation der deutschen Währung sind eher traurig und liegen weit zurück. Bereits gegen Ende des Ersten Weltkriegs hatte die Mark deutlich an Wert verloren. Grund dafür waren die extrem hohen Ausgaben für das Militär. Um diese zu bewältigen, nahm das Deutsche Reich hohe Schulden auf. Ebenso ließ es viele Gold- und Silbermünzen aus dem Umlauf nehmen, um kriegswichtige Importe zu finanzieren. Im Gegenzug druckten die Notenpressen neue Geldscheine. Die Mark wurde damit deutlich entwertet und ihr Kurs rutschte im internationalen Vergleich satanisch ab. Nach dem Krieg gelang es der deutschen Regierung nicht nur nicht, die Inflation zu stoppen, sie wurde immer schlimmer. Vor allem die hohen Reparationszahlungen, das ist so etwas wie Bußgeld für Kriegsführung, an die Sieger waren praktisch nicht zu bewältigen. Das Resultat: Der Staat nahm weitere Schulden auf. Infolgedessen wurde mehr Geld gedruckt und die Mark verlor weiter an Wert. Und die Nullen auf den Geldscheinen wurden mehr und mehr. So wurde man buchstäblich über Nacht zum Milliardär. Im Jahr 1923 spitzte sich die Krise noch weiter zu. Der deutsche Staat war nicht mehr in der Lage, die hohen Forderungen der Sieger zu zahlen. Dann marschierten französische sowie belgische Truppen in das Ruhrgebiet ein. Die dortige Bevölkerung trat aus Protest in den Streik. Die deutsche Regierung beschloss, die Streikenden finanziell zu unterstützen. Dafür allerdings mussten die Notenpressen wieder riesige Massen an neuen Geldscheinen drucken. Jetzt geriet die Inflation völlig außer Kontrolle. Während sämtliche Preise ins Unendliche stiegen, sank der Wert der Mark ins Abgrundstiefe. Und das in einem dramatischen Tempo. Manchmal vervielfachten sich die Preise während eines Restaurantsbesuchs. Die Folge war: Gäste mussten die Zeche prellen, weil ihr Schnitzel innerhalb eines Mittagessens deutlich teurer wurde. Betrachtete man also die Nullen auf den Geldscheinen, so war man reich. Das Geld selbst aber war so wertlos, dass das Gegenteil der Fall war. Man war finanziell arm. Die Mark war letztlich so wenig wert, dass sie als Zahlungsmittel nicht mehr taugte. Der Tauschhandel hingegen florierte. Lebensmittel wurden gegen Kleidung oder Drogen, Dienstleistungen gegen Werkzeuge eingetauscht. Als die Geldentwertung im November 1923 ihren Höhepunkt erreichte, kostete ein Pfund Brot 80 Milliarden Mark, ein Pfund Fleisch 900 Milliarden Mark und ein Glas Bier 52 Milliarden Mark. Die Einführung der Rentenmark am 15. November beendete die Inflation aber schlagartig. Durch eine komplizierte Währungsreform gelang es der deutschen Regierung, die Stabilität des Geldes auf Dauer zu sichern. Dann waren die Menschen über Nacht plötzlich keine Milliardäre mehr, aber dafür wieder liquide. Wo wir gerade bei über Nacht sind, welche verrückten Geschichten aus dieser Zeit kennt ihr vielleicht aus eurer Familie? Schreibt's mir. Ich freue mich auf eure Zusendungen und bis zum nächsten Mal.